Die folgenden Tricks werden immer noch jeden Tag in ganz Europa angewendet, um Touristen abzuzocken. Verinnerliche sie, damit nicht du auch ein Opfer wirst. Und selbst die alten Tricks mal wieder zu hören, ist kein Fehler. Sie können dir den Urlaub retten. Jeder Wohnmobilfahrer, Autofahrer oder auch Flugreisender sollte dieses Video gesehen haben und den zweiten Teil, der nächste Woche kommt, um sich seinen Urlaub nicht versauen zu lassen. Klar, nur eine Minderheit von uns wird jemals Opfer von solchen Tricks und solchen Betrügereien. Aber falls du Opfer werden sollst und hast aber schon mal davon gehört, kannst du dir so deinen Urlaub retten. Fangen wir gleich an. Trick Nummer 1: falsche Polizisten. Nicht nur in Südeuropa, sondern in ganz Europa wird dieser Trick angewendet. Auch in Deutschland ist er schon relativ häufig vorgekommen. Ausländische Touristen werden von falschen Polizisten angehalten. Sie geben vor, eine Geschwindigkeitskontrolle gemacht zu haben und verlangen einfach Bargeld. Wenn du nach dem Polizeiausweis fragst, ist der Trick oft schon zu Ende. Wenn die Situation aber zu eskalieren droht, bezahl lieber, als die paar Euro mit deiner Gesundheit zu bezahlen. Anschließend aber bitte unbedingt die Polizei, die echte Polizei, informieren und anzeigen. Trick Nummer 2. Ähnlich wie die falschen Polizisten gibt es auch falsche Drogenkontrollen. Auch hier geben die Gauner vor, Zollbeamte zu sein oder helfende Polizeibeamte bei Drogenkontrollen. Sie treten auf, dass man den Eindruck kriegt, das ist tatsächlich jetzt alles echt und sie wollen dein Auto durchwühlen. Allerdings suchen die nicht wirklich nach Drogen, sondern nach Wertgegenständen und rauben dich dabei aus. Wenn du skeptisch bist, lass dir Schriftstücke zeigen, lass dir Ausweise zeigen oder ruf auch tatsächlich bei der 110 an und frag nach, ob hier tatsächlich an diesem Ort, wo du gerade bist, solche Kontrollen stattfinden. Lass die gar nicht erst an dein Auto ran. Und wenn du aber Zweifel hast und es schon passiert ist, weil du dich hast überrumpeln lassen, mach Fotos und versuch deine Wertgegenstände so schnell es geht irgendwie an dich zu nehmen, dass sie die eben im Auto nicht finden. Trick Nummer 3: Motorraddiebe. Es gibt sie immer noch. Sie fahren mit hoher Geschwindigkeit mit dem Motorrad an dir vorbei, reißen dir die Handtasche oder den Rucksack aus der Hand und fahren mit hoher Geschwindigkeit weg. Ein Tipp: auf keinen Fall festhalten, weil die schleifen dich mit, bis du loslässt. Und das ist es in den allermeisten Fällen nicht wert. Es gibt auch Varianten, zum Beispiel gibt es auch Tricks mit 2 Motorradfahrern. Der erste fährt an dein Wohnmobil, an dein Auto dran und biegt den Spiegel um. Und in dem Moment, wo du mit der Hand rausgreifst, um den Spiegel zu richten, kommt ein zweiter vorbeigefahren und reißt dir die Armbanduhr vom Arm. Immer auf der Hut sein, skeptisch sein, gucken, die Umgebung im Griff haben, dann kann man das oft schon vermeiden. Trick Nummer 4: der Rempeltrick. Auch ein alter Hut, aber an Flughäfen vor allem oder in vollen Einkaufszentren stößt dir mit voller Wucht ein Einkaufswagen oder ein Gepäckwagen hinten in die Beine. Du drehst dich um und in dem Moment, wo du dich umdrehst, ist der Komplize am Start und klaut dir in die Tasche, dann alles, was du quasi im Wagen vorne drin liegen hast, und ist weg, bevor du blickst, was passiert ist. Auch hier lege einfach keine Wertgegenstände, keine Handtaschen, keine Rucksäcke in deinen Einkaufswagen oder auf deinen Gepäckwagen, weil so eine kurze Ablenkung reicht schon oft, dass deine Wertgegenstände weg sind. Trick Nummer 5: gefälschte Eintrittskarten. Die Abzocker stehen vor touristischen Attraktionen in ganz Europa und verkaufen dir günstige Eintrittskarten für diese touristische Attraktion. Der Gag dabei ist, meistens gibt es diese Eintrittskarten in Wirklichkeit gar nicht, weil es gar keinen Eintritt kostet, in diese Attraktion reinzukommen. Aber dann bist du schon drauf reingefallen. Oder fliegende Händler bieten dir günstige Fahrscheine oder Karten fürs Theater an und so weiter. Die sind aber dann meistens gefälscht. Kauf deine Tickets nur im Hotel oder an den offiziellen Verkaufsstellen. Trick Nummer 6: Ablenkung beim Einkauf.
Meistens nach einem Einkauf in einem vollen Einkaufszentrum, voller Parkplatz, viel Hektik. Während du noch dein Auto einpackst, die Sachen noch ins Auto reinpackst, wirst du angesprochen. Irgendein Vorwand, da gibt es ja zig Varianten, reicht aber schon eine ganz kurze Ablenkung von dem einen Täter, damit der andere dich ausrauben kann. Entweder greift er dir sogar in die Tasche oder er greift sich deinen Rucksack, deine Handtasche und so weiter. Also immer aufmerksam sein, wenn dich jemand anspricht, jemand Fremdes anspricht. Es könnte was sein. Behalte am besten deine Wertsachen immer bei dir, nah am Körper. Dann bist du oft schon gefeit vor solchen Tricks. Punkt Nummer 7. Geld abheben am Automaten. Auch in Deutschland ist beim Geldabheben Vorsicht geboten. Aber in ganz Europa werden diese Skimming-Tricks angewendet, oft mit hohem technischen Aufwand. Manchmal tut es aber auch nur ein ganz simpler Streifen Teser, um die Touristen um ein paar Euro zu erleichtern. Generell gilt, wenn deine Karte im Automaten bleibt und sofort eine hilfsbereite Person da ist, die dir mit Rat und Tat zur Seite steht und am Ende des Rates empfiehlt sie dir, deine PIN noch mal einzugeben, dann solltest du extrem vorsichtig sein und das natürlich nicht machen. Denn im schlimmsten Fall bleibt die Karte dann so lange da drin, bis der Gauner die sich wieder rausgeholt hat. Also, bleibe beim Automaten, behalte den Automaten immer im Blick und versuche per Telefon Hilfe zu holen. Entweder, wenn du der ganzen Sache nicht traust, die Polizei, oder du versuchst bei dem Kreditinstitut anzurufen, dass da jemand kommt und dir hilft. Trick Nummer 8. Kreditkartenbetrug. Du hast ein wunderschönes Essen in einem Restaurant, es war ein toller Abend, du hast mit Kreditkarte bezahlt, alles ist gut, du bist kurz davor aufzubrechen, dann kommt der Wirt nochmal vorbei und sagt, da gab es ein Problem mit der Kreditkarte, ich habe hier den Imprinter, bitte, wir müssen nochmal kurz durchziehen. Und dann wird es nochmal gemacht, du unterschreibst, kommst nach Hause, siehst auf deiner Kreditkartenabrechnung, dass da doppelt und dreifach abgebucht wurde. Weil du aber dafür unterschrieben hast, hast du oft schlechte Karten, da irgendwas wiederzukriegen. Also mal aufgepasst, wenn du schon einmal bezahlt hast, lass dich kein zweites Mal dazu überreden. So, das war's schon. Ich wünsche dir alles Gute. Bitte like das Video und abonniere den Kanal und schau dir den zweiten Teil nächste Woche an. Dankeschön. Ciao, ciao.